Es ist eine Mischung aus allem. Mediterranes Lebensgefühl, uralte Traditionen und moderner Lifestyle. Dazu eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Mächtige Berge, unzählige Seen und eindrucksvolle Landschaften. Das Trentino ist immer überraschend. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Die Provinz Trentino liegt im Nordosten Italiens, inmitten der italienischen Alpen. Das Gebiet erstreckt sich von den Dolomiten bis zum nördlichen Teil des Gardasees. Die Hauptstadt Trient oder Trento, wie die Italiener sagen, liegt umgeben von Bergen mitten im Etschtal, etwa 2 Stunden von Venedig entfernt. Der Übergang zwischen hochalpinen Gebirgen und Mittelmeerraum macht das Gebiet so spannend. Von den Dolomiten des Fassatals sind es rund 150 Kilometer bis zum nördlichen Teil des Gardasees. Seit einem Jahr arbeitet Anne-Sophie Kaas in einer Segel- und Surfschule in Riva del Garda. Der Ort gehört zu den Hotspots für Wassersportler, da sie hier perfekte Windbedingungen und eine gute Thermik finden. Der Wind bläst bis zum Mittag vom Norden, am Nachmittag kommt die Brise dann aus dem Süden. Eigentlich wollte die 29-jährige Dänin in Riva del Garda nur Urlaub machen, surfen und mit dem Katamaran segeln. Dann sah sie den Gardasee und wusste, hier will sie leben. Ich liebe das, hier ist Platz für alle. Es ist Platz für Kinder in den Morgen, es ist Platz für Leute mit sehr viel Erfahrung. Und ja, man kann Kajak fahren, Katamaran fahren oder anderen, man kann Windsurf machen. Das ist ganz cool. Innerhalb weniger Monate plante Anne-Sophie ihr Leben komplett neu, zog mit ihrem Freund ins Trentino. Der Gardasee ist ihre neue Heimat geworden. Ich sage das, hier ist am besten für mich, weil ich habe alles hier. Ich war hier zwei Jahre vor und dann denke ich, okay, ich muss hier leben. So, für mich ist ganz, it fits, ist ganz perfekt hier. Der See ist zu jeder Tageszeit anders. Wenn der Wind wechselt, wird es auf dem Wasser richtig abenteuerlich. Die meisten Urlauber finden das spannend. Ich habe viele Leute mit Angst und dann auch viele Leute nur sagen, schnell, 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 schnell. So. Aber ich sehe, dass alle Leute bekommt ein bisschen surprised. Ja. Der bekannteste See Italiens. Hier im Norden zeigt er sich von seiner eher ruhigen Seite. Anne-Sophie Kaas liebt genau das. Wenn wir haben viele Regen, dann nächsten Morgen, die Wasser ist ganz grün, weil die Berg hier ist von Limestone, so mit viel Kalk. So, wenn der Regen, dann kommt halt die Kalk in dem Wasser und dann nächsten Tag ist ganz grün. Und es sieht aus wie heute, es sieht aus wie eine Mare. Es ist ganz blue. Ja. Kein Wunder, dass der malerische Gardasee immer wieder als Kulisse für Kinofilme und Fernsehserien dient. Der nördliche Abschnitt ist für Motorboote gesperrt. Nirgendwo sonst ist es wohl so ruhig auf Italiens beliebtestem See. Anne-Sophie ist nun auf dem Stand-Up-Paddle unterwegs. Nur ein paar 100 Meter vom Ufer in Riva del Garda entfernt und mit dem normalen Boot nicht zu erreichen, liegt etwas versteckt im Felsen eine Höhle. Ein magischer Ort und einer der Lieblingsplätze von Anne-Sophie.
2 Jahre ist es her, dass Anne-Sophie das erste Mal hier am Gardasee war und sich dann ihr Leben komplett verändert hat. Der See, die einzigartige Landschaft, die Menschen. Ihre Zukunft liegt hier im Trentino. Da ist sie sich ganz sicher. Der Gardasee ist die Hauptattraktion für Urlauber, die das Wasser lieben. Surfen und Segeln. Für Radfahrer und Mountainbiker wird das Comano-Tal etwa 30 Kilometer entfernt immer beliebter. Seit ein paar Jahren bietet Giovanni Riccadonna Biketouren durch die Gegend rund um Comano an. Zusammen mit Natascha Bontardi, die auch hier lebt und arbeitet, ist er heute auf einer seiner Lieblingsrouten unterwegs. Es ist Ende September. Die beste Zeit finden beide. Du machst 100 Tour pro Jahr, aber jedes Mal ist nie langweilig praktisch. Ich weiß nicht warum, aber ist immer schön, den Tal zu sehen und ja. Ich habe auch im Ausland gewohnt, in Kanada und auch in Deutschland oder Russland wegen Studium, aber ich glaube, hier bei uns gibt es die perfekte Balance, weil man hat, also mir persönlich gefällt ganz gut die Natur und auch das Klima ist perfekt das ganze Jahr. Wir können eben vom See bis zu 3000 Meter Höhe wandern gehen, also es gibt wirklich viele Möglichkeiten und deswegen bin ich auch wieder zurück. Rango heißt der Ort, der auf der Strecke liegt. Eines der schönsten Dörfer Italiens. Davon liegen gleich 6 im Trentino. Die engen Gässchen, das Kopfsteinpflaster und die steilen Straßen sind nichts für untrainierte Radfahrer. Mit einem E-Bike sind die Wege aber gut zu meistern. Die Tour geht weiter in Richtung Bleggio Superiore. Die Gegend ist berühmt für Walnüsse. Die werden hier seit Jahrhunderten angebaut. Rund 15.000 Walnussbäume wachsen hier. Auf dem Hof der Familie Brocchetti, dem Maso Pracavai, wird die Ernte in ein paar Wochen beginnen. Die besonderen Spezialitäten der Region gibt es aber schon jetzt, bei einer Pause auf dem Bauernhof. Giovanni und Natascha kennen die Gegend, sind die Route schon oft gefahren. Und doch, auch für sie ist die Tour eine kleine Auszeit vom Alltag. Wenn man in diese kleinen Straßen bist, du fühlst dich wieder gut, also jedes Mal. Und ich glaube, ein Mensch, der von außen kommt, fühlt man sicher noch mehr gut. Und ja, ich glaube, das ist eine positive Sache. Seit 3 Generationen wird hier auf dem Hof Landwirtschaft betrieben. Auf ihre eigenen Produkte ist die Familie schon ein bisschen stolz. Salute. Cin, al nostro bike tour. Esatto. Wir haben natürlich lokale Produkte von hier auf dem Tisch. Starten wir die sind ihre Walnüsse von diesem Bauernhof. In der Süßversion und in der salzigen Version. Dann haben wir Kuchen, Karottenkuchen mit Mandeln und Nüssen, auch von ihrem Bauernhof. Und dann hier haben wir mit Himbeeren, Crostata heißt das auf Italienisch, das ist typisch eine Torte. Mit Marmelade. Mit Marmelade, ja. Dann Käse von der Gegend und auch die Aufschnitte. Praktisch, man sieht hier auf dem Tisch, was man auch mit dem Fahrrad vorher gesehen hat. Ne? Was sie produzieren, praktisch. Ja, vom Land bis zum Teller. Die Landschaft und die typischen Produkte der Region. Bei der Biketour durch das Comano-Tal geht es nicht hauptsächlich darum, möglichst viele Kilometer zu bewältigen, sportlich an die Grenzen zu kommen. Es geht darum, eine Gegend zu entdecken, Menschen kennenzulernen, Orte und ihre Geschichte.
Ab Comano Terme geht es für Natascha allein weiter. Giovanni muss zu einem anderen Termin. Allora, grazie di tutto. Una bella giornata. Ci vediamo Ci vediamo la prossima volta. Va bene. Ciao. Ciao, grazie. Gut, dass sie sich hier auskennt. Aber schließlich ist die Gegend ja auch ihr Zuhause. 297 Seen gibt es im Trentino, vom kleinen Bergsee bis zum großen Gardasee. Das Valle dei Laghi, das Tal der Seen, gehört zu den Highlights der Region. Vom Tobliner See sind es nur wenige Minuten nach Santa Massenza, einer Ortschaft, die berühmt für ihren Grappa ist. 140 Einwohner und 5 Brennereien gibt es hier. Sie alle gehören zur Familie Poli. Bernardino Poli ist im Stress. Die Weinlese beginnt und damit jede Menge Arbeit. Seit rund 100 Jahren wird hier Grappa gebrannt. In den Wintermonaten läuft die kleine Brennerei auf Hochtouren. Okay. Tochter Francesca Poli führt durch die Brennerei und übernimmt heute auch die Verkostung mit Natascha. La sala degustazioni. Okay. Bis zu 20 verschiedene Sorten können hier probiert werden. Unterschiedliche Rebsorten. Die Lagerung in Holzfässern verleihen dem Grappa einen ganz besonderen Geschmack. Sai che è proprio buona. Für alle Leute, die hier kommen, ist eine Überraschung, weil eine sehr kleine Produktion, eine Familientradition und eine handwerkliche Brennerei ist. Nur etwa 10.000 Flaschen werden jährlich in der Brennerei produziert. Für Familie Poli ist das genug. Ich glaube, wenn es eine Leidenschaft dahinter gibt, also es ist nicht nur ein Produkt, der hergestellt wird, aber eben das ist etwas, was man seit immer gemacht hat oder seit Generationen hier geblieben und das soll so weiterbleiben. Etwas, was auch seit Generationen zur Region gehört, der Olivenanbau. Die Gegend oberhalb des Gardasees im Trentino gehört zum nördlichsten Anbaugebiet für Oliven weltweit. Hier, auf dem 46. Breitengrad, herrscht eine Mischung aus alpinem und mediterranem Klima. Ein Traum für jeden Olivenbauern. Giorgio Planchensteiner ist davon überzeugt, im Norden des Gardasees wachsen die besten Olivenbäume. In ein paar Wochen wird geerntet, kurz bevor sich die Früchte von grün bis leicht violett verfärben. Die Nähe zu den Bergen, die Nähe zum See macht, dass unser Öl ganz andere Eigenschaften als andere Öle hat. Es ist sehr leicht, sehr fruchtig und mild. Der Duft ist anders, sehr fein. Es unterscheidet sich von allen anderen und ist wirklich besonders. –1.500 Tonnen Oliven werden von Ende Oktober bis Mitte November im Trentino geerntet. Doch für Giorgio Planchensteiner sind die Olivenhaine oberhalb des Gardasees mehr als nur ein Arbeitsplatz. Es ist immer schön. Es ist immer schön, weil wir weit weg vom Verkehr sind. Es gibt nur wenige Autos und wenig Lärm. Es ist so eine ruhige Oase. Also es fühlt sich wirklich gut an. Wie schmeckt nun aber das grüne Gold, das Olivenöl vom Gardasee? In den Ölmühlen in Riva del Garda können Besucher ganz professionell probieren. Das Verkosten ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Also wenn man Olivenöl aufs Brot gibt, dann hat man auch den Geschmack vom Brot dabei. Deshalb macht man das eben in Gläsern, einfach um wirklich den Geruch und den Geschmack herauszufinden. Die Gläser zum Probieren sind blau, damit die Farbe des Öls nicht die Wahrnehmung beeinflusst. Wichtig ist vor allem aber der Geruch. Ein Olivenöl muss immer sehr frisch riechen, nach frischem Gras oder frischen Kräutern, aber es muss frisch riechen. Unzählige Aromen lassen sich so herausschmecken. Wie gesagt, eine Wissenschaft für sich.
Ist schön angenehm, auch auf der Zunge. Flüssiger. Bisschen flüssiger und nicht so pikant, nicht so rustikal wie das andere. Also sehr ein schönes Gleichgewicht, sehr schön harmonisch und trotzdem eine schöne Schärfe. Ja. Auch diese Bitterkeit ein bisschen sehr gut. Aber wenn Sie merken, sehr schön elegant, sehr schöne Linie. Der Scharf und der Bitter sind gleich gemessen. Schönes Gleichgewicht. So schmeckt der Gardasee. Vom Gardasee geht es weiter. Etwa 15 Kilometer entfernt liegt der Ledro-See, einer der klarsten und saubersten Seen des Trentino. Hier ist die Heimat von Anna Maria Santolini. Seit Jahren arbeitet sie als Gästeführerin, zeigt Touristen die schönsten Orte des Ledro-Tals. Der Ledro-See ist mein See. Das ist, das Ledro-Tal ist mein Geburtsort. Und es ist ein schönes Tal zu wohnen, muss ich ehrlich sagen. Also ich verreise sehr gerne, aber ich komme auch immer wieder. Und der Ledro-See, also das Ledro-Tal, bieten wirklich viel. Schon vor 4000 Jahren wurde das Ufer des Ledro-Sees besiedelt. Die zufällig entdeckten Pfahlbauten aus der Bronzezeit gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Für viele ist die Gegend die eher ruhige Alternative zum Gardasee. Bis zum Jahr 1989 konnte man mit Busse zum Beispiel ins Ledro-Tal nicht kommen. Deswegen hat sich alles sehr relativ klein und familiär behalten. Etwa 10 Kilometer führt ein Wanderweg rund um den Ledro-See. Manche laufen die Tour jeden Morgen, erzählt Anna Maria. Man kann auch sehr schön wandern und man trifft auf keinen. Also man kann wirklich auch Touren machen, wo man keine Leute sieht. Und manchmal braucht man sowas auch. Die meisten Touristen lieben die Gegend wegen der Ruhe und natürlich wegen des glasklaren Sees. In Pieve di Ledro liegt ein Kräutergarten. Hier macht Anna Maria auf ihren Touren immer Station. Die Kräuter und Pflanzen des Ledro-Tals sind Teil einer ganz besonderen Geschichte. Die Geschichte der Familie Folletto beginnt 1855, als Giovanni Folletto im Ort die erste Apotheke und ein Labor eröffnete. Heute gibt es die Apotheke noch immer und ein Teil der Räume ist mittlerweile Museum. Alberto Folletto gehört zur 5. Generation von Apothekern. Für ihn war es wichtig, die Tradition fortzuführen. In den Vitrinen und Schränken lagern die Zutaten für Arzneien und Medikamente. Manche sind hochgiftig und extra sicher verschlossen. Die Kräuter des Ledro-Tals sind noch immer Bestandteil vieler Tees, aber auch Liköre. Für Anna Maria ist der Besuch des Apothekermuseums eine Art Zeitreise und gehört bei einer Tour durch das Ledro-Tal unbedingt dazu. Die Geschichten der Menschen, die hier leben. Oft sind sie es, die einen Ort besonders machen. Gleich um die Ecke, immer am Ledro-See entlang, liegt das Maggiorina, ein Restaurant, in dem es eine ganz besondere Spezialität gibt. Vielleicht nicht unbedingt italienisch, aber die Geschichte dazu ist typisch für das Ledro-Tal. Valeria Spagnoli bereitet Gnocchi Boemi zu, böhmische Knödel also, und Livanze, eine Art Pfannkuchen. Das Rezept stammt von ihrer Großmutter, genauso wie die uralte Backform. Das ist die Originalpfanne meiner Großmutter. Sie hat sie von Böhmen hierher gebracht. Während des Ersten Weltkrieges flohen viele Menschen aus dem Trentino nach Böhmen. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat brachten sie auch traditionelle Rezepte mit,
Gerichte, die noch heute in vielen Familien regelmäßig auf den Tisch kommen. Als Valeria Spargnoli mit ihrer Schwester das Restaurant eröffnete, war klar, die leckeren Süßspeisen der Nonna müssen unbedingt auf die Karte. Ein Stück Familiengeschichte und eine schöne Erinnerung. Ich denke dabei immer an meine Großmutter, die während des Ersten Weltkrieges in Böhmen war. Sie hat diese Gerichte immer für uns Kinder zubereitet, als wir klein waren. Viele Gäste bestellen zwar die Gnocchi Boemi, doch nur wenige kennen den Hintergrund. Anna Maria liebt die Geschichten von früher und sie liebt die Küche von Valeria. Bei uns ist es eine Besonderheit. Vor allem ist die Tradition, die man weiterführt. Ne? Also die ganze Geschichte, die hintersteckt. Und die schmecken. Also die schmecken gut. Die sind nicht gerade für die Figur, aber man kann sowas essen. Ja. Hoppla. Und weil 3 Knödel und die Levanze ganz schön viel sind, teilt man sie am besten mit seinen Lieben. So hat es auch die Oma von Valeria den Kindern beigebracht. Am Ende der Tour geht es mit Anna Maria auf einen Weinberg oberhalb des Ledrosees. Hier hat sie mit ihrer Familie ein Grundstück mit einer kleinen Ferienwohnung. Der Blick auf ihren See macht sie glücklich, aber auch oft nachdenklich. Ich denke immer an Frieden und eigentlich denke ich auch an die Stellen, wo kein Frieden ist. Also, weil wir sind so glücklich, dass wir so eine Stelle haben. Also leider nicht alle haben sowas. Die Lage des Trentino im Grenzgebiet zwischen Italien und Österreich war vor allem in den Kriegsjahren schwierig. Der kleine Ort Luzern wurde im Ersten Weltkrieg fast völlig zerstört. Als die Bevölkerung nach Jahren der Evakuierung aus Böhmen in ihr Dorf zurückkehrte, lag alles in Trümmern. Erhalten hatte sich aber eins, die Sprache. Die ersten Bewohner des Ortes kamen vor etwa 1000 Jahren aus Bayern. Heute leben noch etwa 270 Menschen hier. Die meisten sprechen das sogenannte Zimbrisch, so wie Fiorenzo und Luigi. Es ist ein alter bayerischer Dialekt. Sagen wir, der Hochdeutsche ist von diesem Dialekt geboren. So, unsere Sprache steht auf die deutsche Sprache, so wie Latino und Tosco-Fiorentino steht auf die italienische Sprache. Und wir haben viele Glottologi, Linguisten, die in Luzern kommen, um diese Sprache zu studieren, weil wir sprechen die alte deutsche Sprache. Das Beste ist, wir gehen zu trinken einen Kaffee oder einen Beißen, Wein. Ja, das ist mit der Tage, wo man gehen und trinken. Die kleinste Sprachinsel der Welt. Die Abgeschiedenheit des Ortes über Jahrhunderte sorgte dafür, dass sich dieser uralte Dialekt erhalten konnte. Im Dokumentationszentrum von Luzern geht es um die Sprache, aber auch um die Geschichte der Familien, die hier lebten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es den Einwohnern unter Strafe verboten, diesen barbarischen Dialekt weiterzusprechen. Das Zimbrische sollte aus dem Alltag verschwinden. Für die Menschen hier eine schwierige Zeit. Das war in Italienisch sagt man eine Polizia Ethnica, weil Mussolini wollte ein Volk, eine Sprache haben. Und für das unsere Sprache war nicht so gut gesehen. Heimlich wurde in den Familien weiter Zimbrisch gesprochen. Ein Glück für die Sprachforscher von heute. Dass sie sich nun nicht mehr verstecken müssen. Dass ihre Sprache genauso ins Trentino gehört wie Italienisch, war lange nicht selbstverständlich. Luigi Nicolussi Castellan war früher Bürgermeister des Ortes. Ihm war es immer wichtig, dass der uralte Dialekt nicht ausstirbt. Wir denken auch auf Zimbrisch nicht und träumen auch auf Zimbrisch normalerweise nicht. Aber das Gebet seit 200 Jahren wurde eingeführt, dass der Pfarrer auf Italienisch predigt und auch Katechismus macht. Und so das Gebet hat man auf Italienisch gelernt.
So wir beten normalerweise auf Italienisch. Aber wenn wir mit dem Gott sprechen über persönliche Angelegenheiten, dann denken wir und sprechen wir mit Gott Zimbris, weil er kann auch Zimbris, er kann alle Sprachen. In vielen Dörfern des Trentino haben sich die alten Traditionen noch immer erhalten. Doch es kommen auch neue hinzu. Im Dolomitendorf Mezzano stehen neuerdings rote Stühle mit einer Glocke. Die Idee? Immer wenn Besucher die Glocke läuten, kommt jemand vorbei und erzählt eine Geschichte, eine Anekdote aus dem Dorf. Manuela Corona hat ihr ganzes Leben in Mezzano verbracht. Die Tracht sei typisch für die Region, erzählt sie. Die Stoffe kommen aus Venedig, sind oft seit Generationen im Familienbesitz. Die Spitzen der Bluse sind von den Frauen handgefertigt. Wie war das Leben früher und wie ist es heute? Neben den roten Stühlen sind es die vielen im Ort verteilten Installationen aus Holz, die in Mezzano auffallen. Künstler ließen sich von der Architektur und dem Alltag der Menschen inspirieren. Der Holzbildhauer und Künstler Gianluigi Zeni ist hier aufgewachsen. Seine Arbeiten sind Teil der Ausstellung. In diesem Dorf bin ich geboren und das ist das Dorf meiner Familie. Hier sind meine Wurzeln. Es ist wichtig zu wissen, wo man herkommt, auch damit man weiß, wohin der Weg dich führt. Auch Mezzano wurde mittlerweile auf die Liste der schönsten Dörfer Italiens aufgenommen. Dass es im Dorf nun eine Art Freilicht-Kunstausstellung gibt, finden die Einwohner gut. An der Fassade des ehemaligen Wirtshauses hat sich Gianluigi Zeni mit seiner Holzinstallation verewigt. Hier haben sich meine Eltern vor ungefähr 40 Jahren kennengelernt. Also ja, meine Familie hat hier begonnen. Ja, my family start here. Hinter dieser Tür sozusagen. In this door. Für die Touristen sind es die persönlichen Geschichten, die Begegnungen, die den Besuch besonders machen. Knapp 100 Kilometer sind es von Mezzano nach Trento, der Hauptstadt des Trentino. In einem Städteranking für ganz Italien liegt Trient in Sachen Lebensqualität ganz weit vorne. Die Altstadt mit Fußgängerzone ist eine Mischung aus alt und neu. Das Gipfeltreffen des Klerus machte Trient im 16. Jahrhundert zum Zentrum der christlichen Welt. Heute sorgen nicht nur die 16.000 Studierenden zwischen den Einwohnern der Stadt für neuen Schwung. Im Juni wurde die Orpheus-Villa, ein römischer Adelssitz, für Besucher geöffnet. Die Villa gehört zur unterirdischen Stadt Trient. Nach mehr als 20 Jahren Restaurierungsarbeiten sind die Mosaike wieder zu bewundern. Alberta und Alberto leben und arbeiten hier. Für sie ist es der erste Rundgang durch die neu eröffnete Ausstellung. Archäologin Cristina Bassi erklärt, die Villa wurde 1 Jahrhundert nach Christus erbaut. Die Konstruktion des Bodens ist ein ausgeklügeltes Wärmesystem, eine Art Fußbodenheizung aus der Antike. Vor der Restaurierung konnte man oberhalb der Stadt nur ein paar Mauerreste sehen. Alles war abgesperrt, jahrelang. Ich als Kind, ich war immer neugierig, um zu wissen, was gab dort drunter. Und dann, es gab diese Renovierung, das hat lang gedauert. Und jetzt können die Bürger und die Touristen endlich besuchen und sehen, was gibt es hier. Es war eine sehr wichtige Entdeckung, also auch für die Leute, die hier wohnen. Wir wussten, dass die Villa da ist, dass es wird renoviert, aber endlich ist da. Das Schloss Buonconsiglio gehörte schon immer zu den Wahrzeichen Trients. Die Burg des Guten Rats besuchen Alberta und Alberto heute bei eher mäßigem Wetter. Auch in der Stadt mit der höchsten Lebensqualität scheint nicht immer die Sonne.
Bis 1803 wohnten hier die Bischöfe, die Herrscher der Stadt. Heute ist das Schloss Museum und Ausstellungsort. Und bei Regen genau das Richtige für eine Tour durch die Geschichte. Als Tor zum Süden wird Trient bezeichnet. Für viele, die über den Brennerpass nach Italien fahren, ist es die erste Stadt, in der Italienisch gesprochen wird. Für Alberto ist es die Mischung aus allem, die seine Stadt so interessant macht. Trento war immer ein Ort, der hat verbunden unterschiedliche Kulturen, Italien mit Österreich und Deutschland. Und dass man sieht es in die Architektur und auch in die Kultur der Leute. Durch einen schmalen Gang gelangen Besucher in den Adlerturm. Der Freskenzyklus Ciclo dei Mesi, Zyklus der Monate, aus dem 14. Jahrhundert gilt als Meisterwerk gotischer Wandmalerei. Die Bilder zeigen das Leben der höfischen Gesellschaft und die Arbeit der Bauern im Jahresverlauf. Sercione ist die zentralen Monate von Frühling. Wir haben März, April, Mai und ist interessant, weil das geht die Darstellung von einem Monat in der andere. I lavori che vengono fatti d'estate in campagna, no? Diese Bilder sind für die Leute, die hier in Trento wohnen, sehr berühmt, also wir kennen, aber mein Eindruck ist, dass wir besuchen das Schloss nicht so oft, als wir sollten. Es ist doch wow, wenn wir hier kommen. Wir kennen, aber es ist so schön. Genügend Gründe also, sich das Schloss auch als Einheimischer immer wieder anzuschauen. Und vielleicht sieht es bei schönem Wetter auch wieder ganz anders aus. Pünktlich zum Bauernmarkt am Samstag scheint wieder die Sonne. Der Markt auf der Piazza Dante gehört zum Ausklang der Woche unbedingt dazu. Auch Alberta hat heute ihren Regenschirm zu Hause gelassen. Sie wird gleich eine Gruppe Touristen durch ihre Stadt führen. Vielleicht machen sie später auch hier Station. Die Seilbahn an der Talstation am Ufer der Etsch verbindet Trento mit dem Ortsteil Sardagna. In 4 Minuten geht es 600 Meter hinauf. Für die Einwohner der Stadt ist die Seilbahn ein alltägliches Verkehrsmittel. Für die Touristen und die Besucher ein echtes Highlight. Knapp 20 Kilometer nördlich von Trento entfernt liegt das Weingut der Familie Endrici. (2019) ist Torben Endrici von Deutschland hierher gezogen. Natürlich der Liebe wegen. Der Liebe zum Wein, aber auch der Liebe zu Lisa Maria, die er während des Studiums der Weinwirtschaft im hessischen Geisenheim kennenlernte. Hier im Aromagarten zeigt er Besuchern, wie sich der Geschmack des Weines zusammensetzt und worauf man beim Genuss achten sollte. Das ist Cola-Kraut und dieselben Aromenstrukturen wie im Cola-Kraut finden sich dann auch zum Beispiel in der Rebsorte Cabernet Franc wieder. Und dementsprechend, damit wir unseren Besuchern des Weingutes eine komplette 360 Grad Erlebnis schaffen können, haben wir in unseren Weinbergen, Giardino di Profumo, in unserem Aromagarten, 22 Rebsorten gepflanzt, die wiederum alle Rebsorten des Trentino wiedergeben.
Seit 5 Generationen wird in der Familie Wein angebaut. Nach dem Studium in Deutschland war klar, es geht zurück ins Trentino. Ich habe ja das Glück, beide Kulturen kennengelernt zu haben. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Italiener. Und ich habe auch das Glück gehabt, es ein bisschen in Entfernung zu sehen, auch durch meinen Aufenthalt im Ausland. Und würde wirklich sagen, dass es eine der Charakteristiken ist der italienischen Kultur. Wirklich jeden Moment zu genießen, auch jedes Mittagessen zu genießen, wenn es geht, mit der Familie zusammenzusitzen, ein Glas Wein zu trinken. Sich auf ein neues Land einzulassen, auf eine andere Kultur und Sprache. Für Torben Endrici war das kein Problem. Die Entscheidung, nach Italien zu ziehen, im Familienbetrieb mitzuarbeiten, war für ihn genau richtig. Ich habe natürlich das Leben mit meiner Lisa. Ich habe ein Leben mit ungefähr 300 Sonnentage im Jahr. Ich habe La Dolce Vita, also ich habe unglaublich gutes Essen, unglaublich guten Wein, unglaublich gute generell Getränke, auch dieses Lebensgefühl. Und ja, und natürlich, wenn man einer Leidenschaft nachgehen darf, in seinem privaten, aber auch natürlich im Beruf, dann ist so eine Entscheidung super, super einfach. Und dementsprechend habe ich dann nach einem Jahr Beziehung ziemlich schnell Ja gesagt, als es dann hieß, wenn es mit uns weitergeht, dann muss es auf jeden Fall im Trentino sein. Winzer zu sein ist natürlich nicht nur in diesem Hemd rumzulaufen und sagen wir so, wir müssen eigentlich diese ganze Romantik ein bisschen beiseite schieben. Natürlich haben wir auch diese Tage, wo es dann einfach so schön ist. Ja? Aber es ist halt auch wie jeder andere Job, es ist auch manchmal anstrengend, es ist auch manchmal sehr fordernd. Wenn ich ehrlich bin, während der Lese geht man jedes Mal ans Limit, weil jede Lese, jeder Jahrgang ist unterschiedlich. Im Keller des Weingutes lagern die Tropfen der vergangenen Jahrgänge. Und hier wird es dann doch wieder irgendwie romantisch. Leise Musik tönt aus versteckten Boxen, 24 Stunden, jeden Tag, jede Nacht. Auch das Licht ist gedämpft, alles ist ruhig, keine Hektik. Was einem selbst gut tut, kann für den Wein nicht schlecht sein. Da ist sich Torben Endrici ganz sicher. Wenn der Wein in ein Ambiente heranwächst und da dann auch die Musik harmonisch ist, dann gibt es auch ein harmonisches Produkt, was ohne zum Beispiel Aggression groß geworden ist. Deswegen läuft bei uns eigentlich nur Jazz oder Klassikmusik. Ob die Musik wirklich einen Einfluss auf den Geschmack des Weines hat? Dass bestimmte Melodien die Menschen tief berühren, daran gibt es keinen Zweifel. Im Naturpark Paneveggio geht es auch um Musik, um ganz besondere Klänge, die es anscheinend nur hier geben soll. Der klingende Wald, Il Bosco che Suona, wird das Gebiet in Val di Fiemme auch genannt. Hier ist das Revier von Förster Girolamo Scarian. Das Holz der Rottannen aus dem Paneveggio wird seit Jahrhunderten für die besten Musikinstrumente genutzt. Schon Stradivari soll sich hier das besondere Klangholz für seine berühmten Geigen ausgesucht haben. Ich finde es schön, wenn Geigenbauer hier das Holz auswählen. Ich denke dann, dass es eines Tages in eine Geige verwandelt wird. Und vielleicht wird damit irgendwo an den entlegensten Orten in einem Orchester gespielt. In der Xylotheca, einer Art Bibliothek für die besten Hölzer, stehen die Schätze des Waldes. Ausgewählte Holzscheite, die vielleicht irgendwann zu kostbaren Musikinstrumenten werden. Die Regelmäßigkeit der Jahresringe, die Biegsamkeit und der richtige Holzton sind entscheidend. Es gibt in ganz Europa nur wenige Wälder, in denen Bäume wachsen, aus denen Klangholz gewonnen werden kann. Das Holz muss bestimmte Eigenschaften haben. Es darf nur ein geringes Gewicht haben, muss widerstandsfähig sein und elastisch. Unregelmäßigkeiten würden den Klang des Instruments beeinträchtigen, genauso wie Stellen mit Harz.
Aber auch die Geschichte der Region hat Spuren in den jahrhundertealten Bäumen hinterlassen. Nicht selten finden wir Bombensplitter oder Gewehrkugeln aus dem Ersten Weltkrieg im Holz, gerade weil die Bäume schon sehr alt sind, wenn wir sie fällen. Die Kugeln und Splitter, die den Baum getroffen haben, sind über die vielen Jahre mit dem Holz verwachsen. Man sieht sie erst, wenn wir den Baum fällen und dann mit dem Stamm arbeiten. Der klingende Wald. Er erzählt auch so den Menschen seine Geschichte. Am Ende des Sommers wird die Gegend um Val di Fassa mitten im Herzen der Dolomiten zur Bühne. Am frühen Morgen machen sich die Menschen auf den Weg hinauf zum Festival der schönen Berge, I Suoni della Dolomiti, die Klänge der Dolomiten. Auch Cristoforo de Bertol ist unterwegs. Er lebt unten im Tal von Canazei. Zum Ende des Sommers muss er einfach hier hoch. Ich habe in Deutschland 1,5 Jahre studiert, in England auch, aber diese Berge rufen mich einfach und ich komme immer wieder da sehr gerne. 2 Stunden führt der Weg hoch in die Berge, wo das Konzert stattfindet. Die Landschaft und die Natur, die Strecke ist bereits Teil des Erlebnisses, soll einstimmen auf die Klänge der Dolomiten. Seit 1995 gibt es das Festival und mit jedem Jahr kommen mehr Besucher, auch wenn der Weg auf den letzten Metern richtig anstrengend wird. Es sind 2 Stunden schon, aber man geht mit einem Lächeln und sind alle froh. Das stimmt, weil die frische Luft, die Panorama ist ein Ruf nach den Bergen. Mehr als 1000 Menschen haben sich an diesem Sonntag Ende September auf den Weg gemacht. Das Konzert ist kostenlos. Der Preis ist der Aufstieg. Mit dem Festival möchten die Macher die Menschen sensibilisieren, die Natur wieder mehr zu achten, die Schönheit der Landschaft zu erkennen, ihre Klänge wahrzunehmen und so diese einmalige Kulisse zu schützen. Die Sonne hat mitgespielt, also das ist sehr wichtig. Aber wenn man in die Berge fährt, läuft, dann alle Leute sind froh. Ich wohne hier, aber es ist immer etwas Neues. Also jeden Tag ist etwas Neues. Die Farbe, die Färbe, unser Hintergrund ist immer super schön. Ich fühle mich wohl hier und es ist meine Heimat, mein Haus.